Auch nach 10 Jahren YouTube wissen viele von euch nicht, dass ich eigentlich nicht Hanuma heiße. Das ist nur mein unter Anführungsstrichen Künstlername. Ich heiße eigentlich Elma. Und jetzt wisst ihr auch, was Elma bedeutet. Der Name stammt nämlich aus dem Türkischen und bedeutet so viel wie Apfel. Kugelrund und glücklich werdet auch ihr sein, nachdem ihr dieses Rezept ausprobiert habt, denn wir brauchen hierfür jede Menge Butter, und zwar richtig weiche Butter. Da geben wir jetzt dazu eine Prise Salz, Puderzucker, etwas Vanille und den Abrieb einer halben Zitrone. Es kommt noch das Öl dazu und danach vermengt ihr alles kurz per Hand. Ihr könnt natürlich auch einen Mixer nehmen, aber bei mir bleibt der heute sauber. Es folgen die Eier und das Joghurt. Wichtig ist, und das steht auch in der Zutatenliste, dass Eier und Joghurt auf Zimmertemperatur sein sollten, damit sich die Zutaten alle gut verbinden. Das Backpulver kommt direkt in den Teig hinein, ich vermische es also nicht mit dem Mehl, denn es kann immer sein, dass hier und da ein Gramm Mehl übrig bleibt und dann ist dieses nicht mit dem Backpulver vermischt und kann einfach wieder zurück in die Box gelegt werden. Das Mehl kommt portionsweise dazu, also nicht einfach alles auf einmal hineinkippen, sondern immer ein bisschen auf die Konsistenz des Teiges achten. Nur so lange kneten, bis sich ein kompakter Teig geformt hat, der nicht am Schüsselrand klebt. Also wenn ihr seht, der Teig lässt sich schön vom Schüsselboden hochheben, dann wisst ihr, er ist bereit und ihr müsst kein weiteres Mehl mehr hinzufügen. Danach wird der Teig halbiert, jede Hälfte wickelt ihr in etwas Frischhaltefolie ein und idealerweise drückt ihr den Teig dabei flach, weil er so noch etwas schneller auskühlt. Wichtiger Punkt, den Teig nur für 30 bis maximal 40 Minuten kühl stellen. So hat er dann die ideale Konsistenz zum Ausarbeiten. Lasst ihr ihn länger im Kühlschrank, wird er sehr fest und ihr tut euch dann schwer mit dem Formen. In dieser Zeit könnt ihr schon mal die Äpfel schälen und raspeln. In einer großen Pfanne erhitzt ihr die Butter und dünstet die Apfelraspeln so lange, bis ein Teil der Flüssigkeit verdampft ist. Ich verwende dafür sogar die stärkste Stufe, denn so geht es noch etwas schneller. Wenn am Pfannenboden keine Flüssigkeit mehr von den Apfelraspeln vorhanden ist, fügt ihr den Puderzucker hinzu, außerdem die Nüsse und das Zimt. Ihr seht, es ist eine schöne, kompakte Masse. Diese lasst ihr jetzt ein bisschen auskühlen und in der Zwischenzeit könnt ihr schon mal den Teig herausnehmen, also die erste Platte, und diese abwiegen. Und zwar braucht ihr jetzt Stücke mit ca. 30 Gramm Gewicht. Ich lege die Teigstücke gerne zwischen 2 Schichten Frischhaltefolie, damit sie mir nicht austrocknen, weil es mit dem Bearbeiten schon ein bisschen dauert. Für den nächsten Schritt braucht ihr eine kleine Menge Mehl und idealerweise einen Topfuntersetzer aus Silikon mit Wabenmuster. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Infobox. Jetzt schnappt ihr euch das erste Stück, rollt es mit den Handinnenflächen schön rund und drückt es auf den leicht bemehlten Topfuntersetzer. Schön flach drücken und in der Mitte länglich etwas von der Füllung verteilen. Ich verwende hier ungefähr einen Teelöffel. Jetzt rollt ihr den Teig quasi mit euren Fingerspitzen von links und rechts auf zur Mitte hin. Und so entsteht eine schöne ovale Form. Oben mit den Fingern noch ein bisschen zusammenzwicken, damit die Füllung nicht herauskommt, ganz leicht flach drücken und vorsichtig hochheben. Dasselbe Spiel wiederholt ihr mit den anderen Teigstücken und wenn sie fertig sind, legt ihr sie auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Wenn ihr so einen Topfuntersetzer nicht habt, dann könnt ihr alternativ das Sieb eurer Fritteuse verwenden, das hat nämlich meistens dasselbe Muster. Und wenn ihr das auch nicht habt, dann verwendet ihr einfach eine ganz gerade, einfache Unterlage ohne Muster und da könnt ihr das mit dem aufgerollten Teig genauso hinbekommen.
Gebacken werden sie im vorgeheizten Ofen bei 175 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 20 bis 23 Minuten. Nach dieser Zeit haben sie an der Unterseite eine schöne Farbe angenommen, aber ansonsten sind sie eher hell und genau so sollen sie sein. Danach lasst ihr sie ein wenig auskühlen und könnt sie mit Puderzucker bestreuen. Das ist ein Must-Have in eurer Rezeptmappe, wenn ihr zu den Leuten gehört, die einen Mürbenteig mit einer fruchtigen Füllung bevorzugen, dann finde ich, müsst ihr dieses Rezept wirklich ausprobieren. Luftdicht verpackt und kühl gelagert sind sie ungefähr 1 bis 2 Wochen haltbar, aber ich kann euch jetzt schon versprechen, so lange werden sie es bei euch nicht überleben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn das der Fall ist, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir einen Kommentar und besucht mich gerne auch auf Facebook, Pinterest, Instagram und TikTok und wir sehen uns wieder im nächsten Video.